Dann mal wieder herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute schauen wir uns mal an, wie wir denn unter VMware eine Windows 11 Maschine installieren. In diesem Fall machen wir das mit einer ARM-Version, weil wir hier auf dem MacBook arbeiten und der ist halt mit AMR-Prozessor ausgestattet. Tut aber zum Intel bzw. AMD keinen Unterschied. Nur beim Herunterladen des Image musst du halt aufpassen. Das Image kannst du runterladen, das habe ich dir verlinkt auf meiner Homepage im Blogbeitrag. Findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Kommst du genau hier hin, da kannst du alles Mögliche machen und hier kannst du auch Windows 11 Image ISO für x468 herunterladen. Und falls du ein ARM-Gerät hast, so wie ich, kannst du hier die entsprechende Version verfügen. Dann wählst du hier aus. Das ist eine Multi-Edition, das besagt, du kannst mit dieser Version die Home-Version installieren, die N-Version installieren, die Professional installieren, das sind alle Versionen quasi in diesem Setup drin. Jetzt herunterladen, da musst du draufklicken, dann kommt nämlich jetzt noch die Sprache. Früher gab es Multilanguage, ja, das fand ich auch immer toll, aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Bestätigen. Und dann kannst du hier jetzt schon die 64-Bit-Version herunterladen. Die 64-Bit-Version herunterladen. Und schon ist sie in Download-Ordner. Gut, im nächsten Schritt brauchen wir hier in unserer VMware-Oberfläche, also VMware ist für dieses Video jetzt eigentlich auf Voraussetzung, habe ich nochmal mit reingeschrieben, auch im Blogbeitrag. Da gehst du hier auf Plus, VM hinzufügen. Okay, dann bekommen wir dieses kleine Fenster und hier ist es eigentlich recht easy. Du nimmst eigentlich dein Image, was du dir heruntergeladen hast, und ziehst es einfach hier rein und lässt es droppen. Dann wird das hier schon mal alles soweit erkannt. Kannst es auch noch mal im Finder anzeigen lassen, aber Speicherpfad kommt dann später noch. Da kannst du es auch noch mal wechseln, falls du das nicht zugesagt hast. Continue, da geht's weiter. Wir lassen UEFI drin stehen, das ist das, was wir brauchen, damit unser Windows startet. Continue. So, und jetzt kommt ein Punkt, das ist teilweise Verschlüsselung für das TPM-Modul, Trusted Platform Module. Das ist das Ding, der immer sicherstellt, dass die Identität, die hier unterwegs ist, auch wirklich du bist, weil dann will wir deine Daten abgreifen, sammeln und einen gläsernen User erstellen, oder man spricht auch mittlerweile vom digitalen Zwilling. Da geht es gar nicht um große Welten, sondern das ist einfach Zukunft, die euch mit Microsoft einfach bevorsteht. Ich will keine Werbung für Microsoft machen, nein. Wenn ihr euch zum Beispiel Linux anschaut, da gibt es kein Trusted Platform Modul. Ihr solltet euch da an der Stelle wirklich fragen, ob ihr mit dem Schmarrn arbeiten wollt oder ob du an dieser Stelle abbrichst und dir ein Linux-Image runterlädst. Gut, macht nichts zur Sache. So, die teilweise Enkryptung, die machen wir hier partitionelle Enkryptung. Und dann musst du jetzt ein Kennwort vergeben. Bleibt dir nicht aus. Man kann das so einstellen, dass man das Kennwort nicht immer eingeben kann. Und es gibt auch eine Methode, die könnt ihr euch im Internet rausgoogeln. Vielleicht mache ich da noch ein Video, wie man das dann im Nachhinein deaktivieren kann. Ja, also bin mit dieser TMP-Methode hier, TPM-Methode nicht glücklich, sage ich ganz ehrlich. Und ja, es ist halt einfach so, du kannst auch die komplette Festplatte mit BitLocker dann hier so gleich mal hier richtig rein. Aber wie gesagt, ich würde mir das ganze Zeug einfach schenken. Würde das hier mit der partitionellen Encryption machen und dann im Google mal nachschauen, wie man das denn komplett deaktiviert und umstellt auf Software TPM. Das gibt es und dann hat man das Problem nämlich nicht mehr. Vielleicht mache ich da auch noch ein zweites Video zu, da muss ich mal gucken, weil ich momentan auch ein paar andere Sachen machen möchte und jetzt vielleicht in nächster Zeit nicht so viele Videos produziere, wie man das jetzt vielleicht erwartet. Okay, wir machen jetzt einfach mal weiter. Kennwort eingeben, Kennwort wiederholen und dann, was wichtig ist, diesen hier unten drin lassen, Remember Password in Mac OS Keychain. Das heißt, dass du es nicht jedes Mal eingeben musst, wenn du die Kiste hochfährst. Ich weiß, in der Passwortliste wird alles mögliche drin gespeichert. Es ist ein grauenhaft, wenn man da mal reinguckt. Aber was soll's, geht nicht anders. Continue. Zusammenfassung, Custom Operating System, Windows 11, 64-Bit, in meinem Fall eine ARM-Version. Der Hardware-Speicher, den wir momentan benutzen, ist 64 GB, der ändert sich dann, das variiert
dann nach oben, wenn man mehr installiert. Die Memory mit 4 GB, den sollten wir noch ein bisschen erhöhen und die CPUs, die sollten wir auf 4 hochschrauben. Unser Netzwerk ist Share it with Mac NAT. Das ist noch eine NAT-Einstellung. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, noch meine Einstellungen anzupassen. Das heißt, ich kann hier sagen, wo ich denn das Ganze gespeichert haben möchte. Okay, in diesem Fenster haben wir eigentlich nicht viel Interessantes. Wir haben eigentlich mal kurz Generals, da kann man hier noch Autostart für Windows einstellen. Dann zurück gehst du hier mit alles einblenden, Gerät hinzufügen brauchst du nicht. Das mittlere ist eigentlich nur so ein Hinweis, wo du gerade bist. Für uns interessant sind jetzt mal hier Prozessor und Displays. Da hätten wir gern 4 Prozessoren und natürlich die 8 GB Arbeitsspeicher, die wir brauchen, damit Windows nicht gar sich selber überholt. Und dann ist noch die interessante Einstellung hier Network Adapter. Da ist jetzt bei mir drin Share it with my Mac. Das reicht mir auch aus, also eine NAT. Du kannst natürlich jetzt auch hier sagen, Bridge Networking, ich brauche eine eigene IP, ich hätte gerne Autodetect oder ich hätte gerne das über WLAN. Oder ich habe einen USB-Funkstick oder du kannst das private to my Mac machen, also nur die zwei untereinander. Je nachdem, was du brauchst, kannst du hier dein Netzwerk noch einstellen, solltest du auch machen. Und ansonsten gibt es hier eigentlich für uns jetzt nichts mehr zu tun. So, dann würde ich sagen, wir starten unsere VM einfach mal. Und da muss man jetzt schnell sein, da kommt jetzt hier gleich so ein Fenster, Press any key to boot. Dann drückst du mal einfach irgendwie schnell eine Taste. Oder du bekommst das hier. War nicht schnell genug vor lauter Labern. Dann bootet unser Windows. Da schneide ich euch natürlich jetzt wieder ein Stückchen raus, weil das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Das dauert ein bisschen länger. Und so viel Zeit haben wir in der Regel alle nicht. So, weiter geht's mit unserer Spracheinstellung auswählen. Lassen wir natürlich alles in Deutsch. Tastatureingabe Bonus Deutsch, Windows 11 installieren. Weiter können wir nicht machen. No, wir müssen erst zustimmen hier, ne? Ich stimme zu, dass alles gelöscht wird und bla bla bla. Ja, auf dieser virtuellen Maschine kannst du alles löschen, weil die Platte ist leer. Produktkey gibst du ein und bestätigst dann mit Weiter. Ansonsten keinen Produktkey anklicken, dann kommst du auch durch. Dann kannst du sagen, welches Windows du hier haben möchtest. Da hast du jetzt die Home und die Pro zur Auswahl. Das ist das, was man auf diesem Computer installieren kann. Dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bestätigen. Suche nach Datenträgern ist, wie gesagt, hier auf diesem PC kann er löschen, was er will. Es ist eine virtuelle Maschine. Da hat er 64, das ist die Grundpartitionierung einfach von der Platte. Wie gesagt, die weitet sich dann natürlich entsprechend aus, je nachdem, was das Windows an Speicherplatz dann benötigt. Hier machen wir wieder weiter. So, dann haben wir Windows 11 Pro installieren und nichts behalten. Da besteht er wirklich drauf, dass wir nichts behalten wollen. Ja, ja. Und das schneide ich euch wieder raus. Genau, unser Land und Region müssen wir jetzt setupen. Wir sind soweit durch mit dem Bluescreen Setup. Jetzt können wir hier unsere Daten eingeben. Deutsch wollen wir beibehalten. Weiteres Tastaturlayout. Ich glaube, das brauchen wir nicht. So, und jetzt kommt die Sache mit dem Wi-Fi. Jetzt haben wir hier das Problem. Darum ist es auch gut, dass wir jetzt eine ARM haben. Das kann auch bei x86 vorkommen. Also die Version für AMD und Intel. Da kann es auch passieren, dass man den Treiber erst installieren muss, weil er einfach nicht da ist. Bei der ARM-Version ist das wohl Standard. Okay, hier müssen wir jetzt übers Menü gehen. Das wird euch jetzt leider nicht angezeigt. Das ist im OBS leider nicht drin. Und da gehst du oben auf virtuelle Maschine und dann kannst du sagen Install VMware Tools. Den rufst du jetzt mal auf. Dann kriegst du jetzt dieses Fenster. Running Setup von Virtual CD-ROM. Damit werden jetzt die Treiber-CD in das CD-ROM geladen. Und jetzt kannst du hier über Treiber installieren. Hast du jetzt hier die VMware Tools. Die kommen jetzt da rein. In dem Fall brauchen wir MXNet 3. Bin wieder eins zu weit gegangen, wieder zurück. Das reicht, wenn man es einmal anklickt und dann Ordner auswählen. Treiber werden gesucht und installiert. Check mal kurz aus, das warten wir ab. Kein Treiber gefunden. Jetzt sagt er hier, Netzwerk ist verbunden. Und jetzt gehen wir mit weiter und jetzt müsste die Sache eigentlich auch Banane sein.
So, nach Update suchen, das heißt auch unser Internet ist da, weil sonst wird er jetzt hier rumzicken. Wir kennen ja Windows, die 11er, die verwendet ja ein generelles Registrierungspflichtprogramm, will ich es einfach mal nennen. Du musst also mit Microsoft-Konto anmelden. Zur Aktivierung muss Windows mit dem Internet verbunden sein. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn du diese Sachen umgehen willst, kannst du das ISO auf eine CD-ROM schreiben mit Rufus und da diese Funktionen ausschalten. Diesen Stick kannst du dann wiederum in einen ISO umwandeln, dann hast du eine abgeänderte ISO-Datei, wo du diese Sachen eben draußen hast. Das ist aber wiederum eine andere Geschichte. Ich wollte es jetzt nur einfach erwähnt haben, da habe ich aber auch kein Video zu, was ich euch verlinken kann. Aber die Information kann ich euch mitgeben. Gut, unser Computer benennen, das ist eine VM. Ja, sowieso eine VM, kann man ja weglassen, aber gut, für das Netzwerk halt. Wir machen VM, Win 11 und das reicht uns eigentlich auch. So, weiter. Es ist ein bisschen mit Warten verbunden. Es ist ja eigentlich nichts irgendwie, was irgendwie fix geht. So, es wird unser Windows nochmal neu gebootet. So, nach dem Reboot kommen jetzt die ganzen schönen Dinge, die euch Microsoft alle gerne wissen möchtet. Für die persönliche Verwendung einrichten. Du kannst auch einen Schulaccount oder Uni-Account einrichten. Jetzt wird nach Updates gesucht. Das zieht sich auch wieder einen Kilometer. Dann müssen wir uns mit unserem Microsoft-Konto anmelden. Und es gibt hier leider nirgendwo einen Button, mit dem man hier rauskommen könnte. Jetzt, also müssen wir uns anmelden. Ich habe gerade geguckt, ob man Terminal aufrufen kann und dann einen Code einzugeben, damit man das nicht machen muss, aber das funktioniert ja auch nicht mehr. Das ist bei älteren Versionen hat das noch funktioniert. Gut, dann haben wir da unsere E-Mail-Adresse eingegeben. Jetzt kommt hier so ein Ding, anmelden mit Hauptschlüssel. Ich weiß nicht, wer solche USB-Stick-Dongles noch benutzt, aber okay, gut, manche haben es vielleicht noch. Kann man ja eigentlich total vergessen. Hier unten auf andere Art und Weise anmelden, das nehmen wir jetzt. Also es ist, ich finde es einfach nur grockig. Mit Hilfe meiner Microsoft-App, da habe ich in letzter Zeit zu viele Hackings drauf gehabt, das mache ich garantiert nicht. Mein Kennwort verwenden. Und da kann ich jetzt schon dazu sagen, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nie, also kann er nicht helfen, aber das soll jetzt andere Anmeldemethode wählen. Wir lassen uns eine E-Mail schicken. Es ist einfach nur grockig. Könnte ich jetzt den Code übernehmen lassen? Kann ich aber auch sagen, funktioniert auch nicht. Lassen wir den mal verschwinden. Wo ist jetzt noch meine E-Mail von Microschrott? Es ist einfach nur grausig. Die E-Mail ist weg, weil wir den Code versucht haben. Papierkorb, dann holen wir uns den Teil aus dem Papierkorb wieder raus. Eine 4 reicht mir eigentlich aus. 0087. Und dann ist man endlich durch die Prozessur. Also wie gesagt, es ist eine Prozedur und meiner Meinung nach nichts mit Einstellung oder Konfiguration zu tun. Das ist einfach nur Schikane. So, dann weiter im Text. Es geht um PIN-Erstellung. Da kann natürlich jeder seine PIN auswählen, wie er sie haben möchte oder was er bevorzugt. Dann kannst du natürlich noch Buchstaben und Symbole hier einschließen, aber brauchen wir alles nicht jetzt in der Regel. Ich habe immer bloß meine 4-stellige PIN. Es ist ja nur eine virtuelle Maschine, die eigentlich eh nicht so viel in Betrieb ist oder gebraucht wird. Mehr so Testzwecke, weil man mal ab und zu Windows braucht, für was anderes zählt das Ding hier eigentlich auch gar nicht. So, dann möchten wir den Standort verwenden lassen. Nein, das könnt ihr jetzt alles durchklicken. Mein Gerät suchen. Nein, die VM, klar, keiner kaufen mit dem ganzen Computer und die VM wird nicht laufen. Datendiagnose an Microsoft schicken. Nein, gibt es leider das geringste, nur die erforderlichen Daten. Eingabe verbessern. Nein.
Personalisierte Angebote und Werbung, nein. Schützt euch übrigens nicht davor, dass ihr keine Werbung kriegt. Das ist nicht verdenkt, es ist personalisierte Werbung. Das heißt, ihr kriegt keine Werbung zugeschnitten auf das, was ihr gesurft habt, sondern ihr bekommt allgemeine Werbung zugestellt. Aber Werbung ausschalten können wir leider hier auch nicht. Dass ihr bei mir hier nie Werbung in den Videos sieht, liegt einfach daran, dass ich hier ein P-Hole am Laufen habe. Der filtert die gesamte Werbung alles raus, da kommt nichts durch. Also das Ding ist wirklich klasse, kann ich wärmstens empfehlen. Findet ihr Videobeschreibungen natürlich alles auf meiner Homepage oder bei YouTube die Videos. Könnt ihr gerne dann reingucken. So, hier läuft jetzt noch die Vorbereitung fürs letzte Login, hoffe ich. Und weiter geht's mit diesen Fragereien. Entwicklung, Unterhaltung, Gaming, was sonst was geht Microsoft gar nichts an, überspringen. Und wieder warten. Geht diesmal vielleicht ein bisschen schneller. Jetzt können wir noch unser Telefon anmelden. Ich habe ein iPhone, interessiert mich nicht. Überspringen. Meine Dateien nicht mit Microsoft OneDrive synchronisieren. Kann ich nur von abraten. Browser-Import. Kann man nichts. Wir haben da nichts zum Importieren. Ist auch überflüssig, wie Kopf die Frage. Also nein. So, Microsoft 365 Tage, das könnt ihr euch installieren lassen. Kostenlose Testversion geht, glaube ich, 4 Wochen. Wenn du das Abo nicht kündigst, wird es automatisch verlängert und geht in den Bezahlmodus über. Also ich lehne das ab. Dann Cloud-Speicher, dann kannst du noch erhöhen, gleich 2 Euro pro Monat, lehne ich auch ab. Deine Entscheidung, wie gesagt, was du brauchst. Wird Excel PowerPoint kostenlos verwenden, wird sowieso installiert, also von daher gesehen, also wird es doch ja sagen können. Outlook wird mit installiert, Cloud-Speicher wird mit installiert, auch 5 GB. Na schön. Also wie gesagt, das ist ein komplett rundes Setup. Das ist eine Maschine, die könnt ihr dann ganz gemütlich benutzen, als wäre es ein richtiges Windows. Könnt alles installieren, nur es ist halt eine virtuelle Maschine und manchmal ruckt sie oder zuckt sie halt einfach ein bisschen. Könnt ihr natürlich mit den Ressourcen rumspielen, Arbeitsspeicher erhöhen, Prozessoranzahl der Kerne erhöhen, je nachdem wie viele Ressourcen das dein Gerät hat. Du kannst natürlich nicht 16 GB Speicher zuweisen, wenn du nur 16 GB hast, weil dann steigt dein Betriebssystem aus, wenn es keinen Speicher mehr gibt. So, und damit ist unser Windows da. Wir sind im Netz. Dann fehlt hier irgendwie so eine Taskleiste hier unten irgendwie. Gibt es sie nicht mehr? Haben sie bei Windows 11 abgeschafft? Habe ich da wieder irgendwas nicht mitgekriegt? Kommt gar nichts. To release your mouse, press Control. Okay, Siri fängt das Quatschen an, aber sehr nichts drauf. Da kommt unsere Taskleiste ja. Wunderschön. Jetzt könnt ihr natürlich die komplette Treiber-CD noch installieren. Das machen wir auch noch. Unsere Taskleiste ist wieder weg. Da ist sie wieder. Versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Explorer. Wahrscheinlich kriegen wir dann wieder 2 oder 3 Stück. Also wie gesagt, für 24 Stunden Arbeit, Hauptzone, VM, auch nicht jetzt unbedingt. Es sei denn, man dönt den Arbeitsspeicher wirklich extrem nach oben. Man muss jetzt allerdings sagen, er installiert jetzt noch, er kopiert noch, er lädt noch Treiber und so weiter. Also er ist jetzt noch recht langsam, er wird dann schon schneller. Also so gravierend schlimm, wie es jetzt gerade hier zuckt, ist das dann im Betrieb nicht. Ich arbeite ja auch mit dem Zeug. Also man kann da schon drunter arbeiten, 1-2 Stunden ist okay, aber dann regt einen das wirklich ein bisschen auf. So, hier haben wir unsere CD-ROM-Laufwerk. Dann lädt er natürlich jetzt im Hintergrund die ganzen Windows-Updates noch herunter. Oder versucht es zumindest. Da wird er bei mir keinen Erfolg haben, weil das bei mir im P-Hole geblockt ist. Die Geräte können hier in meinem Netzwerk kein Windows selbstständig updaten. Weil ich einfach die Schnauze davon voll habe, dass nach jedem Update dann mal irgendwie wieder die Kiste nicht läuft. Und eine Maschine läuft halt noch unter Windows und Server mit Minern und Docker und so weiter. Und also wie gesagt, da kann man das echt nicht brauchen. Also ist das einfach gesperrt und Store ist auch gesperrt. Das muss man dann extra im P-Hole freigeben oder man geht irgendwo anders hin, wo man gerade ein WLAN zur Verfügung hat. Dann ist das auch okay. Autobahn, Windows-Fotoanzeige. Hihi. So, dann haben wir hier unten das Setup stehen. Das rufen wir auf. Dann müssen wir bestätigen, dass wir die Installation zulassen wollen. Installation vor einem Tools wird vorbereitet. Dann bekommen wir Preparating to Install. So, dann Welcome to Installations
Wizard for VMware Tools 13.0.10.0 und Next, da gehen wir jetzt einfach durch. Typical, da werden wir also gar nichts groß rumstellen und Install. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, dass wir unsere Virt-Grafikkarte einstellen können, dass wir die Netzwerkkarten richtig verwalten und ansprechen können und dass die Maschine auch von der Technik quasi im Gerätemanager, die ja nicht vorhanden ist, die ja nur simuliert wird, auch korrekt zusammenarbeitet, dass die Kiste auch ein bisschen schneller wird, weil so ist das gerade hier ein bisschen arg zuckig und macht also nicht wirklich unbedingt Spaß. Aber wie gesagt, wenn man das Setup mal durchgezogen hat, dann ist die Maschine eigentlich ganz korrekt. Kann man da schon locker mal ein paar Stunden dran arbeiten, wenn man was ausprobiert, experimentiert oder was machen muss, was man eben nur unter Windows machen kann. Wie gesagt, macOS ist ja dann ein bisschen Linux-ähnlicher eher, also genau, das ist ein Unix-System. Und da ticken die Uhren sowieso wieder ganz anders. Kann es schon mal sein, dass man Windows braucht. Und Bootcamp hat man ja mit der alten Generation abgeschafft. Mit den M4-Prozessoren ist das Geschichte. Und da habt ihr eigentlich bloß noch die Möglichkeit, dann hier VMware ARM zu installieren und natürlich dann auch das Windows in ARM-Version zu installieren. Alles andere, was ihr dann unter Windows installiert, sind ganz normale Windows-Programme. Da interessiert die Prozessorarchitektur nicht mehr. Es sei denn, du kommst jetzt auf die völlig abgedrehte Idee, dir unter Windows in der virtuellen Maschine noch einen Docker-Desktop für Windows zu installieren mit einem WSL obendrauf. Das wäre die Krönung von allem. Da kann ich dann auch nicht mehr mithalten. Da so bekloppt bin nicht einmal ich. Aber es ist okay. So, wir warten das ganz kurz ab. Ich schneide das wieder ein bisschen raus. So, der Bildschirm hat schon geflackert. Ich habe auch schon gesehen, die Bildschirmtreiber sind schon aktualisiert worden. Und Ton gibt es jetzt mittlerweile auch. Er hat also schon Bing Bing gemacht. Das heißt, die Treiberinstallation läuft wirklich sauber und jetzt räumt er hier auch noch ein bisschen auf. VMware ist eigentlich sehr gut programmiert, kann man nun wirklich nicht rummeckern. Und nun seht ihr auch, wir haben hier mal eine anständige Auflösung. Das heißt, für euch ist das jetzt wesentlich zu klein, aber man kriegt auf dem Bildschirm wieder was drauf. Und die Einstellung müsst ihr halt dann noch anpassen, wie ihr sie natürlich benötigt. Na, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, jetzt brauchst du so oder das brauchst du so. Sondern da ist einfach angebracht, wie groß willst du es haben, wie gut kannst du gut lesen, wie gut siehst du. Na, das sind so die üblichen Dinge, die dann hier angesagt sind. So, und schließlich und endlich haben wir es jetzt endlich geschafft. Der Mike kann aufhören zu labern und ihr müsst euch nicht mehr die Ohren zuhalten. Restart your System. No, das machen wir jetzt nicht. Ich möchte euch noch was anderes zeigen. Was ihr natürlich dann noch machen müsst. Windows Update. Das ist Bing, das wollen wir nicht. Hier ist Windows Update und Einstellungen. Da schmeißen wir noch schnell einen Blick rein. Das müsst ihr jetzt natürlich noch machen. Das sollte natürlich noch durchlaufen. Wie gesagt, wenn ihr auf die Updates steht, ich tue das nicht. Nach Update suchen. Und dann stellt ihr euch jetzt die Liste zusammen, was ihr denn noch alles installieren müsst und könnt. Und ihr habt hier unter erweiterte Optionen, da schaut ihr bitte auch noch rein. Und dann zwar hier Funktionen, optionale Treiber-Updates. Ne? Das sind jetzt 0 verfügbar. Aber da bitte auch noch mal reinschauen. Es kann sein, dass da, je nachdem welche Hardware das du hast oder so, sein kann, dass da noch das eine oder andere fehlt. So, das ist der besagte Fehler. Mein Computer kann hier nicht updaten. Der kriegt keinen Microsoft-Server. Der ist geblockt bei P-Hall. Deshalb kann ich jetzt die Updates auch nicht machen. Aber so seid ihr eigentlich schon fertig und eure Maschine ist klar gebongt und ihr könnt damit arbeiten. In diesem Sinne, das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos für euch ja natürlich in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment und so weiter. Wenn dir das gefällt, was ich hier tue und du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Spende sehr freuen. Und wenn du weitergehende Probleme hast, also die Spendenlinks verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Und solltest du weitergehende Probleme mit deinem PC haben, mit deinem Netzwerk, mit deinem Windows, mit deinem Mac, mit deinem Linux, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wird jedem geholfen für 25 € die Stunde. Ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen und ohne Abo. Einfach Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.